Ja, okay, ich kann einen Zusatz noch haben, aber das ist alles, was ich kann. Und fahre dann mit dem Frame, mit dem neuen T-Frame. Auch wenn jetzt alles mega gut geklappt hat, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für was Neues. Hallo Leute, hier ist Moritz von MTB News und ich habe heute einen ganz besonderen Interviewgast, nämlich Wally Höll. Die ist ganz frisch zum YT Mob gewechselt, zurück in ihre alte Heimat. Auf YT hat sie ihre erfolgreiche Karriere begonnen, hat in den letzten Jahren ganz tolle Erfolge eingefahren und was ihre Pläne für 2024 sind, wie sie im neuen Team zurechtkommt und ganz viele andere Sachen, das besprechen wir jetzt im Interview. Viel Spaß dabei. Wally, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Wie geht's dir und wo treffen wir dich heute an? Danke. Ich sitze gerade in Kalifornien, in San Clemente, im neuen YT Mill Haus und ja, ist ganz schön exciting gerade. Ja, was macht ihr in Kalifornien? Wir machen gerade Media Camp, das heißt, wir shooten die Bikes gerade durch und fürs Team Announcement machen wir Fotos und genießen auch ein bisschen so den California Lifestyle. Ist nicht so schlecht. Sehr schön. Du hast es gerade angesprochen, ihr seid in der YT Mill. Was bedeutet, da stand auch ein kleiner Teamwechsel an. Du bist jetzt 3 Jahre lang für das RockShox Track Race Team gefahren und bist jetzt neuerdings für YT unterwegs, beziehungsweise bist zurück auf YT. Das ist ja so die Marke, mit der du sozusagen groß geworden bist. Jetzt wieder der Wechsel zurück nach Bayern zu YT. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also für mich war immer klar, das war immer alles offen, als ich damals zurückgegangen bin oder weggegangen bin eigentlich. Wann war das? Nach Leogang WM, glaube ich, 2021. Wir sind eigentlich alle im guten Gewissen oder mehr oder weniger auseinandergegangen, waren aber die ganze Zeit immer im Kontakt, weil es waren alles gute Freunde von mir und wir sind immer im Kontakt geblieben die ganze Zeit. Und ich habe einfach die Jahre mit Track mega gut genutzt und auch in dem Setup, wo ich war, weil ich einfach für mich selber gewusst habe, okay, ein kleines Team macht für mich zurzeit ein bisschen mehr Sinn. Ich muss einfach erst lernen, wie ich im Weltcup zurechtkomme. Und wir haben die 3 Jahre super gut genutzt und waren mega erfolgreich. Aber für mich war klar, okay, auch wenn jetzt alles mega gut geklappt hat, ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt für was Neues. Und ja, coming home felt right. Und ich war eigentlich ziemlich stoked, dass die Möglichkeit gegeben habe. Vor allem, weil ich einfach auch schon auch mitverfolgt habe, wie sie jetzt das YT Mob aufstellen und was für Values sie haben und was für Grundgedanke hinter dem ganzen Team ist. Und das habe ich ziemlich cool gefunden. Ja, es ist ziemlich genau 3 Jahre her, dass wir uns das letzte Mal unterhalten haben und da ging es gerade um deinen Teamwechsel eben von YT zu Track. Und du hast damals erzählt, du hattest einige Angebote vorliegen und YT Mob war damals jetzt, war zwar auch eine spannende Option, aber jetzt für dich keine so ernsthafte Option. Jetzt sind 3 Jahre ins Land gestrichen. Du hast damals natürlich auch gesagt, der Abschied von YT ist dir total schwer gefallen, gerade so in deinem letzten Jahr für YT, weil du da mit vielen tollen Leuten zusammengearbeitet hast. Was hat sich jetzt im Vergleich zur Situation vor 3 Jahren geändert, dass du dieses Mal gesagt hast, YT und Wally, so soll es wieder sein? Ich denke einfach, das ganze Setup, wie sie aufgestellt sind, so YT Mob vor 3 Jahren ist ganz anders, wie es jetzt ist. Es sind ganz andere Leute da. Das Programm steht ganz anders da. Es wird viel mehr breiter geschaut, es geht um Performance, es geht ums Bike, es geht um den Athleten, es geht um Social Media, es wird einfach alles abgedeckt und es sind einfach mehr Leute da, die sich rein um uns Fahrer kümmern. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, was halt für mich extrem wichtig war, einfach die Parts auf dem Bike zu fahren, die ich fahren will. Ich muss nicht an Reifen fahren, den ich nicht fahren will. Ich muss nicht die Griffe fahren, die ich nicht fahren will. Ich kann Suspension fahren, was ich fahren will, wo ich mich am meisten wohlfühle, wo ich einfach am meisten Vertrauen habe oder mit dem am meisten zurechtkomme. Und die Möglichkeit hast du halt in fast keinem anderen Team. Und für mich war das eigentlich mega klar, dass das die beste Option für mich ist, auf dem Weg dahin wieder Rennen zu gewinnen. Sehr schön. Wie sind jetzt so deine ersten Eindrücke vom neuen Team? Wie kommst du mit den Leuten klar? Wie kommst du mit dem Material klar? Ja, es ist mega cool. Also ich habe jetzt auch Sean und Eugen als Teammates. Es ist mega cool. Ich habe noch nie eine andere Girl im Team gehabt. Es ist ganz cool, wenn man halt zusammen ins Gym geht und zusammen pedalieren geht. Und dann Eugen ist auch mega motiviert, er hat seinen ersten Weltcup-Sieg gehabt. Das heißt, er weiß, was möglich ist und ich glaube, dass man voneinander extrem viel profitieren kann und was auch so Motivation angeht. Von Staff her ist mega cool, ich habe Greg, mein Physio vom alten Team, mitgenommen und Greg ist auch mehr oder weniger mein
ja, Psychologe oder so und deswegen ist das eine extrem wichtige Person für mich und richtig gut fürs Team, dass er mitgegangen ist. Und dann natürlich Mechaniker, bin jetzt nicht mehr so close mit Matt am Arbeiten. Matt bleibt bei SRAM, aber er ist mein Dedicated Suspension Technician, das heißt, er ist sowieso immer da und wird bei den Trackwalks immer wieder mitgehen und alles, was mit Testing ist er auch dabei. Und ich habe zum ersten Mal einen Mechaniker, der deutschsprachig ist, einen MJ, und der ist von Saalbach, also aus meinem Hometown. Und das macht natürlich einiges leichter, was dann das ganze Training oder Fahren angeht zwischen den Rennen. Ja, klar, das glaube ich. Wie sind deine ersten Eindrücke vom neuen Rad? Das ist ja so gesehen kein neues Rad für dich. Du hast ja an sich schon viel Erfahrung auf dem YT Tours. Ist dir der Umstieg jetzt vom Track Session aufs YT zurück schwer gefallen, leicht gefallen? Was sind deine ersten Erkenntnisse? Extrem leicht. Also ich habe auf dem Bike meine Skills mehr oder weniger gelernt und bin mit dem aufgewachsen. Deswegen war es mega easy, wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, ich habe noch ein bisschen Issues gehabt damals vom YT auf Track, weil es ein komplett anderes Bike war, auch mit dem High Pivot und allem. Und ich war wahrscheinlich auch das erste Mal verletzt und bin aus einer Verletzung raus und gleich auf ein neues Bike. Von dem her, glaube ich, war alles ein bisschen schwieriger. Aber jetzt zurück auf YT war mega easy. Ich glaube einfach auch, dass ich jetzt als Fahrer ein bisschen mehr gereift bin und vielleicht jetzt auch die Skills habe, mir leichter an Sachen anzupassen. Ja, du hast eben schon erwähnt, ein wichtiger Punkt für dich ist oder war, dass du die Komponenten fahren kannst, die du fahren willst. Das ist ja ein Ansatz, für den der YT Mob jetzt seit dem letzten Jahr bekannt ist, dieser Uncaged-Ansatz. Jeder Fahrer, jede Fahrerin kann im Prinzip die Komponenten fahren, mit denen man am besten zurechtkommt. Das haben wir ja letztes Jahr im Downhill World Cup gesehen, auch im Enduro World Cup gesehen, dass da einfach unterschiedliche Setups bei YT unterwegs waren. Ich nehme an, das wird für dich keine Ausnahme sein. Das heißt, du hast die Wahl, welche Suspension du fährst, welche Reifen du fährst, etc. Genau, so ist es. Aber jetzt zur Zeit, also ich stick auf jeden Fall mit SRAM und mit RockShox. Erstens, weil ich extrem viel Zeit investiert habe mit der Gabel und wir haben wir waren beim Development dabei und deswegen wird es sich jetzt für mich ein bisschen doof anfühlen, wenn ich jetzt komplett wieder weggehe auf was anderes, obwohl ich so viel Zeit investiert habe, die Gabel gut zu machen. Und deswegen bleibe ich mal auf dem Main Setup und mache erst Step by Step. Also wir fahren jetzt erst einmal mit dem Setup oder mit den Parts, die ich letztes Jahr schon gefahren bin, weil ich einfach weiß, dass das funktioniert. Und fahre dann mit dem Frame, mit dem neuen YT-Frame und machen dann Step by Step. Und ja, ich glaube, großes Ding auch im Racing ist auch einfach Reifen, dass man einfach weiß, okay, ich fahre den Reifen, der mir extrem gut taugt und da sind wir auch wahrscheinlich mit Conti, also ich werde auf jeden Fall mit Conti weiterfahren. Ja, da bist du ja letztes Jahr hingewechselt, also warst letztes Jahr das erste Mal mit Conti unterwegs und bist du auch so zufrieden mit, dass du weiter die Conti-Reifen fährst? Auf jeden Fall, ja. Und ich finde eigentlich auch, das ist mega cool, glaube ich auch für die Brands, wenn Fahrer, ohne dass sie gesponsert sind, die Produkte wählen, weil das ist eigentlich das beste Marketing dann, weil sie fahren ja dann wirklich aus Überzeugung die Parts und nicht, weil das Team einen Haufen Cash kriegt. Ja, genau. Eine Frage, die wir uns hier bei MTB News gestellt haben, du hast in der Vergangenheit hin und wieder mal alte Räder von dir dann verkauft bei uns im Bikemarkt. Was wird jetzt mit deinen Rädern von Track passieren? Wandern die in irgendein Museum oder werden die bei dir zu Hause ausgestellt oder kann man die im Bikemarkt kaufen? Ja, ich habe ehrlich gesagt noch gar keine Zeit gehabt zum Reinstellen. Ich weiß noch nicht ganz, weil auf allen meinen Bikes sind die Rainbow Stripes drauf. Von dem her weiß ich nicht, ob Leute sowas kaufen wollen oder nicht. Aber ja, wenn man was braucht, hit me up. Ja, Rainbow Stripes, gutes Stichwort. Du warst ja jetzt in den letzten Jahren nicht gerade unerfolgreich, hast das ein oder andere Rennen gewonnen, den ein oder anderen Titel gewonnen. Was würdest du sagen jetzt in den vergangenen 3 Jahren beim RockShox Track Race Team? Was waren da deine Highlights und auch vielleicht was waren die Lowlights, die Schattenseiten? Ja, also so zurückzuschauen, meine letzten 3 Jahre mega. Ich bin in 3 Jahren 4 Titel eingefahren und ich hätte nie gedacht, dass ich das so schnell in meiner Karriere erreichen werde. Also ich habe alles eigentlich abgehakt, was ich gewinnen wollte. Ich bin Weltmeisterin geworden, ich habe den Gesamtweltcup gewonnen und ich habe endlich den Leogang gewonnen. Das war eigentlich mein Main Goal schon mein ganzes Leben lang. Lows, muss ich sagen, klar, die ersten 2 Elite-Saisonen, der Anfang oder die ersten 3 Rennen waren ziemlich uncool für mich, einfach weil ich es nicht auf die Reihe gekriegt habe. Ich war zu nervös und habe erst lernen müssen, wie ich mit meine, ja, was ich einfach von mir selber erwartet, das hat einfach nicht zusammenpasst mit dem Druck, den ich mir selber gemacht habe. Und ich war einfach voll abhängig von dem, was andere Leute von mir denken und habe viel zu viel darüber nachgedacht, was
was andere von mir denken können, egal ob sie es gemacht haben oder nicht, oder was das Internet von mir denkt und bla bla bla. Und ich glaube, das kommt einfach mit dem Alter, dass man wird ein bisschen älter und hat einfach extrem viel Selbstvertrauen jedes Jahr. Und man lernt einfach damit umzugehen und man checkt dann halt einfach auch, dass es nicht wichtig ist, was andere denken, sondern es ist nur wichtig, was deine Familie denkt und deine closesten Freunde von dir denken. Und das zählt am meisten. Da nimmst du eigentlich auch schon eine Antwort vorweg auf eine Frage, die ich mir für später notiert habe. Also deine Karriere, die ist zwar steil nach oben gegangen, aber es gab immer mal wieder Rückschläge und du hast es ja auch sehr offen nach außen getragen. Also du bist gestürzt und hast dann nicht freundlich in die Kamera gelächelt, sondern hast dir auch anmerken lassen, wie es dir geht. Und das ist dir auch nicht immer ganz leicht gefallen. Und ich glaube, es ist ganz normal als Rennfahrer oder als Rennfahrerin, dass man auch mal Rückschläge erlebt. Ja, nochmal kurz zusammengefasst, was hilft dir dabei, mit solchen Rückschlägen umzugehen, wenn du dann das nächste Mal im Starthäuschen stehst und weißt, letztes Rennen ist nicht so gelaufen, bin ich gestürzt. Was für Strategien hast du da jetzt im hohen Alter in Anführungszeichen entwickelt? Ich glaube, das Erste, was ich so wirklich gecheckt habe, es ist nur Biking, es ist nur Rennen fahren, man rettet nicht die Welt, es ist keine Person von mir abhängig und am Ende vom Tag ist es eigentlich wurscht, was ich mache. Klar, als Racer, man will immer sein Bestes geben und es tut einfach mega weh, wenn man so viel Zeit investiert und es klappt einfach nicht und man kann es niemandem dranhängen, weil am Ende vom Tag bin immer nur ich schuld, ob es funktioniert oder nicht. Und ja, ich habe einfach gecheckt, dass es ist nicht das Wichtigste im Leben und dementsprechend habe ich auch die Menschen um mich herum mehr oder weniger, ich habe ein komplett anderes Umfeld um mich jetzt, wie zum Beispiel vor 4 Jahren. Ich habe so viele coole neue Freunde und so viele wichtige Personen in meinem Leben, die mir einfach klar gemacht haben, da ist noch so viel mehr außerhalb vom Rennen fahren. Und ich glaube, ein bisschen so der Reality-Check war einfach wichtig, dass man dann trotzdem immer motiviert zu den Rennen kommt, aber man weiß auch, es ist nicht das Wichtigste. Ja, das ist sicherlich eine sehr, sehr gute und sehr wichtige Strategie, nicht nur für den sportlichen Erfolg, sondern generell im Leben, dieser Reality-Check. Wenn du die Wahl hast, 17.06.2023 oder 6.08.2023, welcher Tag wird dir eher im Gedächtnis bleiben? Ich weiß gar nicht, was das für ein Tag ist jetzt. Was sind das für Events? 17.06., wenn meine Recherchen stimmen, 17.06. War der World Cup bei dir zu Hause in Leogang und der 6.08. war Weltmeisterschaft in Fort William. Gut, auf jeden Fall Leogang. Es war crazy. Einfach, ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen in Leogang gesehen, die zugeschaut haben. Und dann auch, dass der Andi noch gewonnen hat. 2 Österreicher zum ersten Mal Heimweltcup gewonnen. So etwas hat es einfach noch nie gegeben. Und die Crowd war massive und meine ganzen Freunde, meine ganze Familie war da. Und einfach die Emotionen, ich habe so, die letzten 2-3 Jahre in Leogang für mich waren so krass, dass ich wollte einfach gar nicht mehr daheim Rennen fahren, weil es war so viel schlimmer jedes Mal. Und ich weiß nicht, dieses letztes Jahr, es hat alles funktioniert. Ich bin wie eine Maschine durch das ganze Wochenende durch und habe das erste Mal so Perfect Weekend hingelegt mit Quali, Semi und Final Win und auch die Margins waren gar nicht so klein. Also ja, es hat einfach alles funktioniert und ja, einfach, ich glaube, der Sieg war so krass wichtig für meinen Kopf, dass deswegen die ganze restliche Saison so gut funktioniert hat. Ja, ich finde, das hat man ja auch wirklich angemerkt dann im Ziel so. Du hast ja viel schon gewonnen. Ich war häufig vor Ort, habe das miterlebt, aber so gelöst, so emotional, so ausgelassen, so positiv habe ich dich, glaube ich, dann auch noch nie gesehen. Also war definitiv super cool zu sehen, dann auch in Kombination mit Andi Kolb. Also war eigentlich echt das perfekte Wochenende für euch Österreicher zu Hause in Leogang. War definitiv sehr schön zu sehen. Du gehst jetzt 2024 in deine 5. Elite-Saison und inzwischen kann man ja nicht mehr sagen, da ist diese sehr talentierte Fahrerin, die an einem guten Tag der etablierten Weltspitze um die Ohren fährt, sondern du bist die etablierte Weltspitze. Also du bist die Weltmeisterin, du bist die Weltcup-Gesamtsiegerin. Ist das bei dir schon angekommen? Verspürst du einen anderen Druck? Hat sich deine Wahrnehmung verändert? Also was ich auf jeden Fall gecheckt habe, dass ich jetzt schon alt wäre, weil einfach so wie junge Fahrerinnen nachkommen und so, ach krass, diese 4 Jahre jünger wie ich, oh mein Gott. Also jetzt verstehe ich das ein bisschen so, wie das abläuft, wenn man älter wird. Ich habe zum ersten Mal die Nummer 1 auf meinem Jersey. Ich habe früher noch nie eine Nummer auf meinem Jersey gehabt und jetzt auf dem YT-Jersey steht einfach die Nummer 1 drauf. Und als ich das daheim auspackt habe, so, boah, ich weiß nicht, ob ich das haben will. Es ist ja schon ein massive target on the back, aber
ich glaube, jetzt darf ich es schon mal realisieren und einfach sagen, ich bin proud, was ich letztes Jahr abgeliefert habe. Und es wird auf jeden Fall nicht easier werden, aber ich werde auch jedes Jahr immer besser. Und ich freue mich einfach aufs Rennen fahren und ich weiß einfach, dass ich jetzt dazu zähle zu den besten Fahrerinnen und ich weiß, dass es einfach möglich ist, Rennen zu gewinnen. Und es tut schon gut, dass man ein bisschen, man weiß einfach schon, was man zu tun hat, damit es funktionieren soll. Ja. Du hast eben angesprochen, es kommen noch immer mehr schnelle junge Fahrerinnen nach. So eine Miriam Nicole oder Marine Cabirou, Nina Hoffmann. Kennt natürlich jeder, aber wie beurteilst du die Entwicklung bei den Juniorinnen? Also da kommen ja auch einige richtig schnelle Fahrerinnen nach, gerade so aus Neuseeland. Jemanden, den man da deiner Meinung nach besonders im Blick behalten muss? Also ich bin mega Phoebe Gale-Fan. Sie ist schon dann jetzt zweites Jahr Elite. Ich glaube, dass sie richtig gefährlich werden wird in Zukunft und einfach auch der Style mega cool ist. Und das taugt mir eigentlich am meisten, dass man jetzt einfach sieht, okay, es ist New School. Alle Girls, die jetzt im Weltcup sind, haben einfach mega Style. Sie wissen, wie es zum Biken ist. So wie bei Miriam oder Cami Balanche sieht man schon ein bisschen den Unterschied, so wer ist im Bikepark aufgewachsen und wer nicht und wer halt einfach, wer whippt einfach jedes Mal beim Sprung schon automatisch, weil man wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, wie man normal springt. Aber ich finde das mega cool und es ist einfach auch der Vibe ist einfach auch ganz anders unter die jungen Fahrerinnen. Klar, ich bin viel mit Aris unterwegs, weil wir den gleichen Coach haben und es ist mega cool. Sie ist mega stark, wenn sie nicht crasht. Also entweder sie crasht oder sie gewinnt. Da müssen wir nur ein bisschen dran arbeiten, aber ich kenne das genau, wie das ist. Und auch was so wie Rosa Ziel oder so, die nur zu jung sind für Junioren-Weltcup, da kommt einiges nach und ich freue mich schon so, wenn ich denen zuschauen kann. Und habe aber auch schon ein bisschen Angst, wenn die dann alt genug sind, wenn sie gegen mich fahren. Aber vielleicht bin ich dann schon retired und kann dann von außen zuschauen. Ja, aber du hast ja auch eben gesagt, also die Jungen werden immer besser, aber du wirst ja auch immer besser. Also wird es definitiv ein spannender Battle. Wie beurteilst du generell die Entwicklung im Downhill World Cup bei den Frauen oder vielleicht auch generell so im Mountainbikesport? Hat sich ja super viel getan. Wo siehst du da noch den größten Nachholbedarf? Was muss sich noch verändern, deiner Meinung nach? Ich finde es cool einfach jetzt, dass wir in der deutschsprachigen Szene so stark sind, gerade mit Nina und Andi und David Trummer und so. Und Max wahrscheinlich auch. Einfach, dass wir jetzt mal so deutschsprachige Heroes haben. Das hat einfach lange, glaube ich, gefehlt. Und auch, dass jeder relativ offen ist und offen ist, Events zu machen und einfach die jungen Fahrer ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu inspirieren. Das ist auf jeden Fall cool. Was auf jeden Fall bei uns fehlt, das ist, glaube ich, genau wie in Deutschland oder wie in Österreich, dass einfach der Radverband extrem nicht so gut ist. Und da einfach die Strukturen komplett fehlen und einfach Downhill so uninteressant ist, was mega weh tut, weil ich glaube, dass der Sport an sich einfach krass professionell jetzt ist. Aber es fehlt einfach was, damit die Jungen eine Plattform haben. Und klar, es gibt einen AXS Cup, aber es sind auch nur, letztes Jahr glaube ich, waren es nur 3 Europacups und da kommt man halt nicht weit. Und man braucht einfach ein bisschen mehr Rennserien, damit was weitergeht. Das heißt, du würdest dir da einfach mehr nationale Förderung wünschen und auch einfach weitere Rennserien. Das ist einfach der Schritt in den Downhill World Cup. So, das ist ja das Höchste, was es gibt, dass dieser Schritt dann nicht mehr so groß ist? Ja, einfach, dass ein bisschen eine Plattform geschaffen wird, dass man Erfahrung sammelt und einfach auch ein bisschen, jetzt so wie der Weltcup aufgestellt ist, wenn wirklich nur noch die Top 30 fahren oder Junioren, es scheint halt einfach so, dass der Step in den Weltcup dann einfach extrem schwierig ist von Junioren auf Elite, weil ich merke jetzt selber auch mit Tegan, mein Ex-Teammate, der sucht ein neues Team für First Year Elite, aber es interessiert halt niemanden, weil wenn halt einfach nur Top 30 im Finale sind, wieso unterstützen? Und das ist halt schon ein bisschen krass und auch, dass einfach so die B-League wie jetzt Europacup niemanden wirklich interessiert. Crankworx ist vielleicht noch was jetzt immer stärker wird, aber da interessiert es eigentlich auch keinen, wer auf die 4., 5. wird. Und es braucht einfach ein bisschen ein größeres Fundament wahrscheinlich, dass man einfach Rennen fährt und dass das auch interessanter wird. Du hast kurz vor dem Jahreswechsel ein Interview mit dem Standard gegeben aus Österreich und da hast du das Thema auch noch so ein bisschen ausgeführt, hast unter anderem angekreidet, dass die Bezahlung sich zwischen Männern und Frauen sehr stark unterscheidet und dass da definitiv Nachholbedarf besteht und hast dich auch dafür ausgesprochen, mal
drüber nachzudenken, beispielsweise einen Mindestlohn im Downhill World Cup einzuführen, den es ja meines Wissens nach auch schon in anderen, also teilweise auch in anderen Radsportdisziplinen einfach gibt. Das Interview hat recht hohe Wellen geschlagen. Kannst du das nochmal kurz zusammenfassen, was da deine Ansicht ist und was für Reaktionen du darauf bekommen hast? Ja, es war krass, dass das Interview so gut angekommen ist. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, weil ich jetzt schon viele Sachen kritisch beurteilt habe, aber halt auch einfach gesagt habe, was ich mir denke. Und es war so cool, wie positiv alles rübergekommen ist. Und viele einfach auch froh waren, dass endlich irgendwer was gesagt hat. Und jetzt bei dem Teamthema ist eher mehr darum gegangen, dadurch, dass alles mehr elite-mäßig wird und auch nur noch Top 30 im Finale sind und Top 10 Frauen, wäre meine Idee gewesen, dass es gibt ja Elite-Teams oder UCI-Elite-Teams und normale UCI-Teams und es tut einfach weh zum Sehen, dass einfach viele Fahrer, vor allem Fahrerinnen, einfach kaum Geld kriegen. Es ist eher so, dass das Team dann so ist, ja, hier ist deine Chance, dass du Weltcup fahren kannst und mit dem solltest du schon happy sein, aber ich meine, die trainieren genauso viel wie Loic Bruni oder wie ich oder die Nina jetzt. Und die müssen genauso viel Zeit investieren und die können halt null Geld sparen und es ist einfach so eine krass hohe Risikosportart, dass wenn du mal crasht, du hast einfach null Backup dann. Und meine Idee wäre einfach gewesen, dass jeder, der in einem UCI-Elite-Team ist, einfach einen Mindestlohn hat, genauso wie jeder Mechaniker einen Mindestlohn haben sollte, wie jeder Physio, wie jeder in einem Team, weil es einfach schon so professionell ist und es gehört einfach gemacht, dass man einfach Geld verdient, wenn man an der Weltspitze mitfährt. Und es gibt im Roadcycling gibt's einen Mindestlohn und wieso soll es bei uns nicht geben? Genau, das klingt vielleicht erstmal auf den ersten Blick oder erster Gedanke ist so, wieso sollte es das geben? Aber wenn man mal drüber nachdenkt, dann macht das Sinn, dann ist das nicht so abwegig. Also ihr riskiert so viel, ihr trainiert so viel, es sind so viele Leute involviert und irgendwas muss da ja passieren, damit man eben auch die Möglichkeit hat, diese Sportart professionell auszuüben und eben nicht nur die Top 3 oder Top 10, sondern alle, die eben im World Cup fahren, in der Weltspitze angekommen sind. Also von daher fand ich das sehr cool und sehr mutig, dass du dich da so klar positioniert hast. Und ich glaube, das Feedback gibt dir da an der Stelle auch recht. Also auf jeden Fall schön, dass man da so ein Sprachrohr hat und du dich da einsetzt. Machen wir mal einen kleinen Cut. Du wohnst jetzt, also du bist ja eigentlich dafür bekannt, aus dem Nachbarort von Leogang zu kommen, aus Saalbach. Lebst jetzt aber seit ein paar Jahren in Innsbruck, hast jetzt auch angefangen zu studieren, wenn ich das richtig gelesen habe. Wie ist es für dich jetzt in der Großstadt zu leben und wie unterscheidet sich oder wie ist das Studentenleben für dich? Eher stressig oder genießt du es? Es war auf jeden Fall cool. Für mich war es einfach auch ein massive Step, dass ich halt einfach mein eigenes Ding mache und von daheim aus ausziehe. Ich bin jetzt 22, es ist komplett normal, dass man jetzt einmal sagt, okay, ciao, vor allem wenn man einfach schon so den Racer-Lifestyle hat, man ist das ganze Jahr weg und dann macht man sein eigenes Ding und dann kommt man heim und dann wird man die ganze Zeit gefragt, ja, wo gehst du jetzt hin, mit wem gehst du weg und bla bla bla. Und für mich war es einfach wichtig, dass ich jetzt sage, okay, ich mache mein eigenes Ding, ich habe meine coole Base in Innsbruck, sind sowieso alle meine Freunde studieren in Innsbruck und ich bin 2020 habe ich maturiert und jetzt habe ich lang genug gechillt, mehr oder weniger, und ich habe auch gemerkt, okay, es wäre schon cool, wenn ich was für meinen Kopf mache, vor allem einfach auch, dass ich, wie wir vorhin schon gesagt haben, diesen Reality-Check habe, dass man einfach auch woanders sich fokussiert und da einfach sein Bestes gibt. Und so wie mein Studium abläuft, es ist alles online und man kann die Prüfungen schreiben, wann man will. Das heißt, man muss in seinem Speed die Module einfach lernen und abschließen. Und das ist schon krass, weil man hat einfach keine Deadline, sondern du musst selber sagen, okay, da mache ich's. Und das braucht schon ein bisschen Ehrgeiz, dass man da sagt, okay, ja, ich chill jetzt nicht 2 Monate, sondern ich schaue wirklich, dass ich jedes Monat alles abschließe und schaue, dass ich so schnell wie möglich rum habe. Aber ja, es ist cool. Es ist auch gut, mal irgendwie ein bisschen nervös zu sein, ohne dass man im Starthaus steht, sondern seine Online-Prüfung schreibt. Ja, das glaube ich. In den letzten Jahren bist du ja auch beim ein oder anderen Enduro World Cup oder davor Enduro World Series an den Start gegangen. Ist ja YT auch nicht ganz schlecht aufgestellt, sowohl was das Bike angeht, als auch was das Team angeht. Wie sieht es da aus? Würde dich das in den nächsten Jahren auch reizen oder sagst du, nee, also lieber Downhill als Enduro? Aber ich finde Enduro schon mega cool. Erstens, weil es halt einfach so, ich finde, man fährt einfach ein bisschen anders Bike. Man weiß, okay, die Stage ist 8 Minuten lang. Es ist eigentlich egal, was für Line ich nehme. Ich muss einfach so schnell wie möglich irgendwie runterkommen. Und es ist ein bisschen so Survival Mode.
mehr oder weniger, dass du den ganzen Tag durchkommst. Ich finde es mega cool. In Medina bin ich mitgefahren und auf einmal habe ich zwischendrin mal geführt und ich habe keine Ahnung gehabt, was gerade abgeht. Bis ich dann komplett in einen Baum reingefahren bin und dann war der Day over für mich. Aber ja, ich finde Enduro mega cool und der Schedule dieses Jahr ist ein bisschen tight, weil immer danach gleich Downhill-Weltcup ist. Deswegen muss ich jetzt abwägen, ob es Sinn macht, wenn ich mich die Woche davor so verausgabe. Es ist doch nicht so easy teilweise zum Treten. Und ja, ich habe auf jeden Fall Bock und mal schauen, wo die Reise hingeht mit Enduro. Aber es wäre schon cool, da auch ein bisschen mehr mitzufahren. Vor allem, wenn wir nur 7 Downhill-Weltcup-Rennen haben, dann wäre schon cool, ein bisschen das Jahr mit mehr Rennen zu füllen. Ja, definitiv. Wie sehr reizen dich denn Sachen außerhalb von Downhill Racing? Also, du sagst gerade schon 7 World Cups im Jahr, wenn man da mal die reine Arbeitszeit hochrechnet. 7 mal 4 Minuten, eine halbe Stunde arbeiten das ganze Jahr über. Jetzt natürlich überspitzt formuliert. Aber es gäbe ja schon mehr als genug andere Sachen, egal ob jetzt andere Rennformate, so Sachen wie die Red Bull Hardline. Freeride-Events sind ja auch mehr und mehr im Kommen, Videoprojekte. Kate Edwards hat zum Beispiel jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass er sich mehr oder weniger aus dem Downhill World Cup zumindest als fester Bestandteil verabschiedet, sich auch mehr auf Freeride-Sachen konzentriert. Wäre das auch was dich reizt, oder siehst du dich einfach als Downhill-World-Cup-Racerin und das wirst du deine gesamte aktive Karriere hinüber machen? Ja, ich habe schon ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich bin jedes Mal jetzt wegen Hardline bin ich eingeladen worden, um teilzunehmen, und ich habe jedes Mal abgesagt, weil ich einfach, ja, es ist für mich einfach ein bisschen zu viel Risk. Es ist jetzt auch wieder, jetzt in Tasmanien ist dann auch jetzt, glaube ich, gleich in 2-3 Wochen wieder, und für mich ist es so close immer zum Weltcup, und für mich ist einfach Weltcup zurzeit ein bisschen so Priority, und ich finde es mega cool, was die Girls da machen, und ich finde es mega cool, auch wenn sie nur 2-3 Jumps machen vom ganzen Track. Es ist einfach mega krass, jeder, der da mal live vor Ort war und sich die Dinger mal anschaut, es ist mindblowing und es ist so groß. Ehrlich gesagt, mir kommt immer vor, ich habe ein bisschen zu wenig, sorry, dass ich es sage, aber ich habe irgendwie keine Balls für sowas. Ich denke so jedes Mal, ich würde voll gern mehr Tricks lernen, aber ich traue mich einfach nicht und ich check's nicht, dass ich mich nicht überwinden kann. Ich fahre zwar Downhill-Weltcup-Rennen, aber ich weiß ja genau, was ich mache. Aber für Tricks, hey, ich kann mich da nicht überwinden und ich weiß nicht wieso, und es regt mich voll auf, weil dann siehst du die ganzen 13-jährigen Girls, die jetzt schon teilweise da so Barspins rausschmeißen, und ja, okay, ich kann einen Suicide-No-Hander, aber das ist alles, was ich kann, und das kann ich auch schon, seit ich 12 bin, aber von dem her ist mein Trick-Development ja, ein bisschen stagniert, muss ich sagen, aber ja, es ist einfach komplett andere Breed of Bike Rider, und ich finde es mega cool, dass Freeride einfach jetzt eine eigene Szene hat. Aber ich glaube, ich habe den Train ein bisschen verpasst, was das angeht. Ich bin einfach nicht cool genug für das. Deswegen bleibe ich beim Racing. Abschließende Frage. 2023, du bist Weltmeisterin geworden, du bist World Cup Gesamtsiegerin geworden, du hast zu Hause in Leogang gewonnen. Wie kannst du das überhaupt 2024 auf YT toppen? Was sind deine Ziele? Ja, ist auf jeden Fall a lot to ask for, wenn ich sage, ich will genau das Gleiche wieder machen, weil das wird heißen, ich muss wieder fast überall gewinnen. Aber es ist nicht unmöglich, glaube ich. Und ich gehe genau mit dem gleichen Mindset rein. Ich bin nur besser vorbereitet wie letztes Jahr. Und ja, ich mache alles, damit ich auf einem guten Weg dorthin bin. Was dann bei den Rennen passiert, das spielen noch andere Faktoren mit. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann nicht genug Titel haben. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich wieder Rennen fahren darf. Und da wünschen wir dir alles Gute für. Wally, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast, aus Kalifornien dich dazugeschaltet hast. War mega interessant, die ganzen Einblicke von dir zu hören. Und wir drücken dir natürlich die Daumen für eine erfolgreiche und für dich einfach total positive, schöne Saison 2024. Jetzt wieder zurück auf YT. Vielen Dank. Danke. Das war's von Wally Höll mit ihren ganzen Plänen, Zielen und Tipps. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, vielleicht auch Fragen an Wally, dann postet sie einfach unten in die Kommentare. Wir werden sie einfach mal weiterleiten und vielleicht hat sie ja Zeit, die dann noch zu beantworten. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo dalassen, da freuen wir uns immer. Und beim nächsten Mal natürlich wieder einschalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.